Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir wollen euch heute diesen Bus vorstellen. Das wird nämlich unser neues Zuhause. Was wir mit diesem Bus vorhaben und wer wir genau sind, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Also seid gespannt und freut euch. Bleibt dran, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Kanal. Mein Name ist Julia. Ich bin der Simon. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen und möchten euch heute berichten, warum wir unser Haus verkaufen und in diesen wunderschönen, großen, 12 Meter langen Reisebus ziehen. Dazu muss ich kurz ein wenig ausholen. Wir haben vor knapp 6 Jahren ein Häuschen im wunderschönen Baden-Württemberg gekauft und haben uns dieses grundsaniert, sind dort eingezogen, haben mittlerweile 2 Kinder. Unser Großer ist 4 und unser Kleiner ist 2 Jahre alt. Und ja, jetzt ändern sich unsere Pläne ein wenig, berufliche Pläne. Und wir haben gedacht, bevor wir uns jetzt wieder in Richtung Familie und Heimat begeben, in auch das wunderschöne Bayern, nochmal unser Leben etwas zu entschleunigen, unseren Kindern auch ein bisschen die Welt zu zeigen und haben deswegen entschieden, eine kleine Auszeit nochmal zu nehmen, bevor wir neu starten und uns fest irgendwo anders niederlassen und ja, eben hier in diesen Reisebus ziehen. Wie kamen wir eigentlich zu so einem 12 Meter langen Reisebus? Wir hatten erst überlegt, einen LKW auszubauen, haben diese Idee aber ziemlich schnell verworfen, weil wir festgestellt haben, es ist doch ein bisschen zu klein. Wir ziehen ja da schließlich zu viert ein und auch noch mit unseren Haustieren zusammen und da brauchen wir einfach ein bisschen Platz. Und so kam nach und nach eigentlich die Idee, dass das Mobil immer größer werden muss. Und ja, so ist es jetzt eben dieser 12 Meter Bus geworden. Es ist ja nicht so, dass wir es nur zum Reisen nutzen wollen. Wir wollen jetzt ja wirklich für die nächsten 1 bis 1,5 Jahre hier einziehen, bis eben unser Großer dann in die Schule geht. Und ja, da brauchen wir einfach Platz. Wir wollen auf so alltägliche Komfort wie eine Waschmaschine und eine Spülmaschine, einen Trockner einfach nicht verzichten. Und deswegen ist uns das schon wichtig, dass wir dafür auch noch genug Platz haben. Auch mal, wenn es jetzt nicht so tolles Wetter ist oder gerade im Winter, wenn man sich doch eher mal einkuscheln will, dass man da einfach so ein bisschen Platz hat, auch mal Rückzugsort so ein bisschen hat und sagt, okay, ich mache jetzt mal im hinteren Bereich zum Beispiel die Türe zu und lege mich mal eine Runde ins Bett und lese da mal was oder sowas. Das war uns einfach wichtig, dass die Kinder auch ein bisschen Bereich haben zum Spielen und die Tiere eben auch einen Rückzugsort haben, wenn es mal ein bisschen wilder zugeht. Ich denke, diejenigen von euch, die Kinder haben, die wissen, was ich meine. Als dann unsere Entscheidung gefällt war, dass wir jetzt wirklich zu 100% uns einen Reisebus kaufen wollen und auch wirklich da einziehen wollen und auch wirklich vorhaben, unser Haus zu verkaufen und das nicht nur eine Gedankenspinnerei war und wir dann so langsam auch unserer Familie, unseren Freunden, Bekannten davon berichtet haben, was wir denn so vorhaben, da waren die Reaktionen natürlich ganz, ganz unterschiedlich. Die engste Familie hat natürlich erstmal gesagt, oh Gott, oh was macht ihr? Ihr verkauft euer Haus, was ihr gerade eben erst grundsaniert habt und wollt jetzt in so einen Mini-Bus einziehen? Spinnt ihr denn? Die mussten sich natürlich erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, an diese ganze Idee. Wir haben sie jetzt auch nach und nach immer mal wieder hier mit hergenommen und haben gezeigt, was wir vorhaben. Und da ist natürlich jetzt auch, hat sich die Lage schon ein bisschen entspannt, muss ich sagen. Also die Bandbreite von, hey, voll cool, das würden wir auch schon total gerne machen und wie macht ihr das? Und erzählt mal und macht mal und berichtet mal, bis hin zu, ja, schon ganz cool, aber für mich wäre es jetzt nicht so unbedingt das Richtige, gab es wirklich alles. Aber das war irgendwie, oder das ist auch nach wie vor schön, weil wir beide einfach so Typen sind, wir sind offen für alles und für jede Einstellung, wir hören uns alles an und unser Lebensentwurf muss ja nicht für jeden passen. Von dem her ist es völlig in Ordnung, wenn andere anderer Meinung sind.
Gut, so viel jetzt erstmal zu unserem Sozialen und zu den Beweggründen, warum wir überhaupt dazugekommen sind. Jetzt gibt's dann noch ein paar ausführlichere Videos, die dann folgen werden zu unserem Alltagsleben und zu dem Ausbauthema und diese ganzen Techniksachen, die kommen jetzt dann und Schritt für Schritt eben. Ja, unser ganzer Kanal wird ja ein bisschen, strukturiert soll er werden. Hoffen wir zumindest, dass er halbwegs strukturiert aussieht. Wir haben vor, so ein bisschen die Technik einzeln zu separieren. Also, wie läuft die Stromversorgung in unserem Bus ab? Was für ein Heizungssystem haben wir uns überlegt? Wie läuft das in so einem Riesenbus mit der Heizung? Was macht man da? Was für Systeme gibt's? Wie ist die Aufteilung im Bus? Das wird der nächste Teil. Also, wie bauen wir unseren Bus eigentlich aus? Die Küche, das Bad, unseren Wohnbereich. Wir haben hier, für mobile Verhältnisse luxuriöse 23 Quadratmeter. Das ist ja oft deutlich kleiner. Wir haben auch schon oft gehört, um darauf zurückzukommen, an alle Sorgen, die da an uns herangetragen werden, wie wir denn mit diesem 12-Meter-Mobil überhaupt klarkommen wollen. Da finden wir doch nirgends einen Parkplatz. Das stimmt. Und ja, könnte schwierig werden, kann schwierig werden, klar. Aber ich meine, das wird kein Hindernis sein, dass man Angst davor hat, einen Parkplatz zu finden, deswegen nicht diese Entscheidung zu treffen. Also richtig da stehen, das wird schon klappen. Also man muss ein bisschen sich auch in solchen Zeiten wie Corona den Optimismus bewahren. Und ich meine, den kann uns eh nichts nehmen. Also so ein Käse. Das Schöne an so einem Reisebus sind natürlich die 360 Grad Fenster. Für ein bisschen Privatsphäre, gerade abends, werden wir die noch folieren. Ansonsten die nächsten Videos wären natürlich die Isolierung. Ihr seht, das haben wir beim Freilegen jetzt gemerkt, dass die Isolierung des Dachs beispielsweise relativ dankbar sein wird. Das sind immer so schöne Felder, die kann man relativ gut ausfüllen. Man hat sehr wenige V-Profile, die man irgendwie auffüllen müsste, damit man da nicht Mordswärme oder Kältebrücken hat. Ja, dann der nächste Teil, meine Frau hat schon erzählt, der Videos wird unser Leben im Bus. Das dauert natürlich noch ein halbes Jahr, bis der Bus ausgebaut ist. Erst dann kann der Videostand zum Leben im Bus wirklich Fahrt aufnehmen. Und dann soll es ein bisschen noch um die Philosophie gehen, warum wir überhaupt sowas machen und ob es auch unser Ding ist. Wir werden sehen, ob es uns überhaupt taugt hier im Bus. Ja, warum haben wir uns für so einen Reisebus entschieden? Erstens wegen der Größe. Zweitens ist es einfach wunderbar, dass man 360 Grad Fenster um sich hat. Natürlich ist das auch für den Winter ein bisschen bedenklich. Deswegen haben wir uns für ein relativ neues Busmodell entschieden. Der Iveco ist von 2014 und hat schon isolierverglaste Fenster. Wir werden auch alle Rahmenteile, die in das Innere schauen, wirklich kräftig isolieren. Wir haben auch schon so ein bisschen uns überlegt, wie es ansatzweise möglich sein könnte, den Bereich hier ökologisch zu dämmen. Da sind wir bis jetzt bei einer relativ schönen Lösung mit Kork für die Fußbodendämmung, wo auch die Fußbodenheizung dann eingelassen wird. Für das Dach sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig. Wenn ihr da Ideen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Bis jetzt sind wir noch bei Styroporplatten für die Flächen und die mit ein bisschen flexiblem Bauschaum da reinkleben. Das ist natürlich alles andere als ökologisch. Aber für die Decke und gerade für die Feuchteverteilung wollen wir mal sehen. Also ganz sicher wird dann, wenn die Flächen ausgefüllt sind, mit welcher Dämmung auch immer, eine komplette Schicht Amaflex einmal rumgeklebt, einfach als Dampfsperre. Nicht als Dampfbremse, sondern als Dampfsperre, dass in diese Bereiche dann keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann, die dort oben natürlich, wenn sie hinter der Dämmung eindringt, ganz klar zur Kondensation und damit natürlich zum Rost führen würde. Da müssen wir uns noch ganz genau überlegen, wie wir das machen. Entweder eine diffusionsoffene Auffüllung mit einer Dampfbremse oder eine diffusionsdichte Ausfüllung mit auch, wie beispielsweise dann Amaflex mit einer Dampfsperre. Das wissen wir noch nicht ganz genau. Aber ja, die Fläche ist groß. Es wird einiges an Arbeit. Wir nehmen es auch auf. Wir werden es euch auch gerne präsentieren.
Aber ganz, ganz schlüssig sind wir uns noch nicht. Natürlich ist auch die Frontscheibe nur einfach verglast, ist klar. Wahrscheinlich, wenn wir den Fahrerbereich ein bisschen abtrennen vom eigentlichen Wohnbereich. Wir wollen da vorne auch ein herablassbares Gästebett installieren unter der Decke. Aber ja, ich kann euch mal hier den Plan zeigen. Ja, wir haben da eine recht klassische Aufteilung gewählt. Also im Heck das Schlafzimmer, dann mit einem links verlaufenden Gang das Bad anschließend abgetrennt vor dem Mittelgang und danach sozusagen als L die Küche mit gegenüber einem kleinen Bereich für den Backofen und noch Regalfläche und dann, wie ihr seht, die Sitzfläche. Das wird so eine Mischung aus Couch und auch, da kommt noch ein kleiner Tisch rein, den man in den Gang klappen kann. Und im Fond dann Essbereich und ein Bereich gegenüber, wo vielleicht eine kleine Bürofläche, so minimal. Da sind wir uns noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall auch vorne über dem Fahrerbereich dann ein herablassbares Bett. Da sind wir auch noch ein bisschen am Grübeln, wie wir das hinkriegen, zusammen mit einer halbwegs effektiven Abtrennung vom Fahrerbereich zum Wohnbereich. Das wird man sehen. Aber das sind letztendlich die kleinsten Probleme. Ja, hier seht ihr alles nochmal als 3D-Modell. Da kann man sich es doch ein bisschen besser vorstellen. Und ja, so haben wir das geplant. Und das meiste, was dann wirklich umsetzbar ist und was vielleicht cleverer ist, das kommt einem dann beim Ausbau. Also ich finde, sowas muss man mal angehen. Und dann währenddessen sieht man, was wirklich praktikabel ist und was nicht. Vorne ein Gästebett. Weißt du, da unter der Decke kann doch kein Gästebett sein. Es muss doch dann ganz unten sein. Ja, aber wenn das Gästebett fahrbar ist, dann kann man es natürlich unter die Decke hochfahren. Und dann vielleicht, wenn man es braucht, tut man es runterfahren. Nee. Glaubst du nicht? Du kannst das doch nicht machen. Das ist doch, du kannst das doch nicht ans Bett bauen. Das Bett hat doch kein Loch. Ja, aber ich mache einen Motor dran, dass es hoch und runter fährt. Das hat doch kein Loch. Das wirst du dann schon sehen. Ja, also vielleicht wollen wir den vorderen Fahrerbereich vom eigentlichen Wohnbereich abtrennen. Mal schauen, wie wir das noch lösen. Und die Toilette, die jetzt noch drin ist, also die eigentliche Bustoilette, kommt noch raus. Die nimmt einfach nur Platz weg. Und wir haben jetzt, ja, ich meine, man hört es ja nur noch, dass die Trockentrenntoiletten einfach super funktionieren. Da werden wir uns auch eine zulegen. Das sollte auch mit den Kindern, solange die 2-3 Jahre sind, denke ich, funktioniert es dann auch langsam, dass die das verstehen, wie das System funktioniert. Ja, naja, wir haben hier 23 Quadratmeter Wohnfläche und 13 Kubikmeter Stauraum unten im Laderaum.